Hallo allerseits und willkommen zum zweiten Teil des Bauberichts über das Sonderkraftfahrzeug 251-17 Ausführung D von Dragon im Maßstab 1:35. Hier seht ihr, wie weit wir im ersten Teil gekommen waren. Wir haben das Diorama grob präpariert, wir haben das Fahrzeug gebaut und auch die Figuren schon zusammengebaut und auch schon verspachtelt. In diesem Teil möchte ich euch zeigen, wie ich Figuren bemal. Das ist eine Sache, die wird oft nachgefragt. Ich habe da auch schon mehrere Videos dazu gemacht, wo ich das versuche zu zeigen. Es ist allerdings immer relativ schwierig, weil die Figuren einfach sehr klein sind und diese feinen Arbeiten meistens von der Kamera nicht gescheit aufgenommen werden können. Beziehungsweise auch der Winkel von der Kamera meistens nicht der günstigste ist. Das heißt, ich sehe Dinge, die später eben auf dem Video nicht mehr so rauskommen und auch kaum erkenntlich sind. Ich werde es trotzdem nochmal versuchen. Ich denke, es ist immer interessant zu sehen, wie andere das machen. Meine Art, Figuren zu bemalen, ist relativ simpel. Ich werde es so lackieren und auch so erklären, dass es, denke ich mal, jeder, der nicht gerade zwei linke Hände hat, es nachvollziehen kann. Also ist es wirklich anfängerorientiert und eben so ausgelegt, dass, wenn man das eben versucht nachzumachen, jeder zu einem, ich denke mal, befriedigenden Ergebnis kommt. Natürlich sind es dann keine Top-Figuren, aber ich denke mal, mehr als ausreichend und gut genug, um die meisten Modellbauer da draußen, die sich bei der Figurenbemalung ein bisschen schwer tun, zufriedenzustellen. Das erste, was ich mache, bevor es mit der Lackierung losgeht, ich bohre irgendwo an den Füßen meistens ein Loch rein, klebe dann ein Stück Draht ein und dann grundiere ich das Ganze. Ich finde, dadurch ist das Handling ein bisschen besser beim Lackieren, weil man eben an dem Draht die Figur festhalten kann oder man sie auch in so einen Styroporklotz reinstecken kann. Gerade beim Grundieren ziemlich wichtig, damit man die Figur nicht anfassen muss. So, in die Bohrung klebe ich jetzt mittels Sekundenkleber einfach ein Stückchen Draht ein. Und schon haben wir eine schöne Halterung, wenn wir später die Figur in der Hand halten beim Bemalen. Jetzt können wir die Figuren einfach in so ein Stück Styropor reinstecken und dann ist das Handling beim Grundieren etwas einfacher. Grundiert wird mit ganz normaler Acrylfarbe. Ich verwende dazu jetzt so einen hellgrauen Ton. Manche verwenden da schwarz, manche weiß. Das kann jeder machen, wie er will. Der Grund, warum ich grau nehme, ist einfach, da sehe ich noch irgendwelche Fehler an der Figur, wenn irgendwo noch eine Lücke ist oder Grad oder so. Das kann man da gut sehen, weil schwarz und weiß als Grundierungsfarbe verschluckt sowas ziemlich schnell und man sieht es dann erst, wenn man die eigentliche Farbe aufträgt. Die Airbrush brauchen wir jetzt mal eine ganze Weile nicht mehr. Erst wieder gegen Ende zu, wenn wir mit dem Klarlack die Figuren versiegeln. Nachdem jetzt die Grundierung trocknen konnte, habe ich die Figuren noch kontrolliert, ob alles passt, ob da auch irgendwie kein Grat mehr ist, den ich irgendwie übersehen habe, oder irgendwelche Lücken, die ich noch zu füllen hätte. Das war jetzt nicht der Fall, alles bestens, also können wir jetzt loslegen. Ich fange jetzt immer an mit der Hautfarbe. Da habe ich jetzt hier von Revell Matt 35, das ist eine ziemlich gute Hautfarbe, wie ich finde. Und da bemale ich jetzt einfach mal ganz grob die Gesichter und die Hände. Ich sorge dafür, dass die Farbe relativ dünn ist
damit dann eben auch keine Details verschluckt werden. So Plastikfiguren haben jetzt eh nicht so viele Details, aber die paar, die da sind, die wollen wir auf jeden Fall erhalten. Und da empfiehlt sich dann lieber 2- oder 3-mal dünn die Farbe aufzutragen, als einmal zu dick. Es spielt jetzt noch keine Rolle, ob man da irgendwie neben rausmalt. Die Grundierung ist, wie gesagt, nur da, um eben zu sehen, ob nur irgendwelche Mängel an der Figur sind, die wir irgendwie versäubern müssen. Das hat sonst keinerlei Zweck. Nach dem ersten Auftrag sieht man dann immer noch ein bisschen die graue Grundfarbe durchscheinen. Ja, wie schon erwähnt, mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke, deswegen gehe ich da nochmal ganz zart drüber. Jetzt sind wir auch schon beim schwierigsten Teil angekommen, und zwar den Augen. Das erfordert einiges Fingerspitzengefühl. Ich finde, dass natürlich gar keine Augen besser aussehen wie schlecht gemalte Augen, aber irgendwie muss man es ja lernen. Deswegen gibt es da nur eins: probieren, 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 so lange bis man zufrieden ist. Und wenn es gar nicht klappt, dann einfach weglassen. Also das ist absolut optional und jedem selber überlassen. Ich gehe da jetzt folgendermaßen vor. Ich male sozusagen das Auge so gut wie es geht weiß aus und später machen wir dann die Pupille rein. Wenn ich jetzt hier daneben male, das ist nicht so wichtig, weil wir später da sowieso noch ein bisschen nachbessern müssen. Aber je besser man das von vornherein schon trifft, desto besser ist es auch und desto einfacher tut man sich später. Ich bin jemand, ich male da immer ein bisschen daneben, deswegen bessere ich das jetzt aus und fahre nochmal mit der Hautfarbe die Augenlider und so weiter nach, damit dann wirklich nur das, was später das Auge sein soll, weiß bleibt. Jetzt wird es ein bisschen heikel. Wir malen jetzt die Pupillen rein in die Augen. Da verwende ich in dem Maßstab immer ein bisschen dunkelbraune Farbe. Und wir malen da einen Strich rein, mal ganz übertrieben gesagt. Und werden dann auch wieder später reingehen mit der Hautfarbe und das wieder ausbessern, wo wir drüber rausgemalt haben. Wichtig ist hier, dass die Pupillen später parallel sind. So, und jetzt fahre ich nochmal mit Hautfarbe um das Auge rum und dann ist es fertig. Dann bleibt nur noch eben eine schwarze Linie innerhalb vom Auge stehen und das finde ich jetzt in dem Maßstab als Auge ausreichend. Damit wäre die größte Schwierigkeit bei der Figurenbemalung schon mal gemeistert, die Augen und das Gesicht. Damit steht und fällt so eine Figur. Wenn die Augen nicht passen, kann der Rest noch so schön bemalt sein. Es sieht immer eigenartig aus. Deswegen mein Rat, wenn Augen partout nichts werden, lieber weglassen, bevor man da irgendwelche schlechte Glotzer da reinmalt. Ihr habt es aber auch gesehen, dass es im Prinzip gar nicht schwer ist. Ich denke auch, dass ihr jetzt auf dem Video das viel besser sehen konntet wie ich, weil das so klein ist.
Also ich denke, da habt ihr sogar einen Vorteil. Ich peile da so grob mit meinem Pinsel einfach rein und hoffe, dass es irgendwie klappt und gut aussieht. Klappt natürlich nicht immer. Eine Figur musste ich die Augen nochmal frisch ansetzen. Anschließend kommen die Haare an die Reihe. Ich mal allerdings keine Augenbrauen. Ich finde, da kann man zu viel vermasseln und die maßstabsgerecht aufzumalen ist bei der Größe auch relativ schwierig. Bei Figuren im größeren Maßstab funktioniert das besser und da sieht es auch gut aus. Jetzt können wir uns der Uniform zuwenden. Fängt ganz harmlos an. Als erstes male ich immer bei den Typen, die einen Helm tragen, einfach den Riemen, den Kinnriemen hin. Wenn da ein Riemen aufgeprägt ist am Plastik, dann sollte man versuchen, dem irgendwie zu folgen. Wenn keiner da ist, dann kann man den auch so freihand aufmalen. Das fällt nicht auf. Jetzt sind die Kopfbedeckungen an der Reihe. Die deutschen Stahlhelme bemale ich am liebsten mit Revell Matt 78 und die Mützen und so wie die Uniform mit Matt 66 bzw. Matt 67. Die Helme kann man auch in einer ähnlichen Farbe wie die Uniform bemalen. Ich finde aber, dass es ein bisschen besser aussieht, wenn die ein bisschen kontrastreicher sind. Die restliche Uniform bemale ich eigentlich in der Reihenfolge, so wie man sich auch im wirklichen Leben anziehen würde. Jetzt bei dem Funker zum Beispiel, der hat seine Jacke offen und da sieht man das Unterhemd. Ja, das male ich einfach weiß aus. Dann kann ich die Uniform anmalen. Da ist meistens auch so, dass man da 2 dünne Schichten braucht. Ich werde dann später auch nochmal drüber gehen mit Matt 67. Das ist ein bisschen hellerer Grau-Grünton und mal dann zum Beispiel bei manchen Figuren die Hose damit an und bei manchen die Jacke und so, damit es ein bisschen Variation kriegt. Das heißt zwar Uniform, also alles gleich, aber in der Praxis war das nicht so. Die Uniform, manche sind ein bisschen verblichener, ein bisschen ausgewaschener, manche ist einfach ein bisschen älter schon. Und der Farbton, der konnte schon ein bisschen variieren. Wie schon vorhin erwähnt, bemale ich jetzt einzelne Kleidungsstücke mit einem leicht anderen Farbton. Das ist jetzt Matt 67.
von Revell. Das ist ein bisschen grünlicher und dadurch ja, kommt ein bisschen Leben rein und ja, ein bisschen mehr Variation. Damit wäre jetzt die Grundlage für alle weiteren Arbeiten geschaffen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch Details bemalen und das geht jetzt einfach so peu à peu vonstatten. Ich starte dabei immer mit der Koppel und die wird einfach schwarz bemalt bei den deutschen Soldaten. Das Bemalen von diesen kleinen Taschen und so weiter erfordert etwas Geduld, aber es ist nicht wirklich schwierig. Jeder, der bei seinen Panzermodellen in der Lage ist, die kleinen Schaufeln und so, die an dem Panzer hängen, zu bemalen, der kann das auch. Also da ist nichts weiter dabei. Mit jedem Schritt wird die Arbeit, die wir machen, etwas feiner. Jetzt zum Beispiel bemale ich bei allen Figuren sämtliche Trageriemen und sonstige Gurte. Auf den ersten Blick mag es vielleicht mühsam erscheinen, die ganzen Rangabzeichen und so bei den Figuren aufzumalen. Ich finde aber, dass es doch das Ganze qualitativ deutlich verbessert, wenn man das macht. Deswegen sollte man das probieren. Unsere Figuren sitzen ja in einem Pionierpanzerwagen, deswegen brauchen wir da die Abzeichen für Pioniere. Das ist leider hier nicht abgebildet. Aber im Prinzip wäre das die hier, nur eben außen als Umrandung schwarz. Infanterie hat weiß zum Beispiel, Artillerie hat rot und so weiter.
Also da kann man das entsprechend anpassen. Die Grundfarbe von den Schulterklappen ist eigentlich die gleiche wie von der Uniform. Ich bemale das aber trotzdem mit ein bisschen helleren Grün, damit es einfach ein bisschen mehr heraussticht, damit wir das später aussehen können. Weil wenn wir uns schon die Mühe machen, dann ja, soll es auch gut wirken können. Anschließend kommt dann die schwarze Umrandung. Schwarz in dem Fall, wie schon gesagt, für die Pioniere. Wenn einem die schwarze Linie ein bisschen zu dick ist, kann man auch nochmal mit dem Grün ein bisschen reingehen und es auf die Art ein bisschen dünner machen. Dann tragt man noch einen kleinen silberfarbenen Punkt auf und der stellt dann eben diesen Zierknopf dar. Andere Abzeichen wie den Reichsadler oder auch der Kragenspiegel kann man einfach mit derselben silbernen Farbe aufmalen. Auch beim Koppelschloss verwenden wir dieselbe Farbe. Neben dem Adler gehört an die Schirmmütze auch noch diese Kokarde. Das ist sehr einfach zu malen. Man fängt an, einfach den schwarzen Punkt zu machen. Ungefähr so. In den schwarzen Punkt kommt dann ein kleinerer weißer Punkt rein. Ungefähr so. Und zum Schluss noch ein feiner roter Punkt. So, nach diesen ganzen feinen Arbeiten wird es jetzt wieder ein bisschen gröber. Jetzt werden die Handfeuerwaffen bemalt. Die Holzteile bemale ich hier mit Matt 46. Das ist so ein, ich sag mal, mittelbrauner Farbton. Ich finde es ziemlich treffend. Die Metallteile vom Gewehr bemale ich mit einer Mischung aus Schwarz und Silber, damit ich hier so einen dunklen Metallton kriege. Das ist die einzige gemischte Farbe bei den Figuren. Ansonsten arbeite ich da immer mit ungemischten Farben. Die Maschinenpistole wird komplett mit diesem dunklen Metallton bemalt. Die Trageriemen der Handfeuerwaffen werden schwarz bemalt. Zu guter Letzt werden noch die Stiefel mit schwarzer Farbe bemalt. Damit wäre die Bemalung von den Figuren abgeschlossen und wir versiegeln die jetzt mit einer satten Schicht matten Klarlack. Zur Bemalung von den Figuren. Alles, was man da eigentlich braucht, ist etwas Geduld, ein gutes Auge und 2 gute Pinsel, den dünnen und den weniger dünnen. Und damit habe ich alles eigentlich gemacht und es ging eigentlich recht fix von der Hand. Ich bin mit dem Ergebnis soweit schon mal zufrieden. Bis jetzt haben unsere Figuren noch keinerlei Schattierung erhalten und das kommt jetzt.
Hier in dem Schälchen habe ich ein bisschen schwarze und braune Ölfarbe und das rühre ich jetzt mit ein bisschen Feuerzeugbenzin an als Verdünner. Dann mischen wir das ein bisschen. So, und dieses Ölfarbenwash trage ich jetzt einfach mal ohne Rücksicht auf Verluste über die ganze Figur auf. Zugegeben, das sieht jetzt erstmal ein bisschen schlimm aus, aber das Schöne ist, wir können die Ölfarbe da jederzeit wieder reaktivieren. Ich habe hier jetzt einen Q-Tip, der mit ein bisschen Benzin getränkt ist. Wenn man da ein bisschen so drüber wischt, dann geht ja, die überschüssige Ölfarbe ab, aber in den Vertiefungen bleibt sie eben stehen. Und so kriegt man eigentlich ganz einfach ja, die Schattierungen hin, ohne großen Aufwand. Wenn einem der Effekt gar nicht gefällt, man könnte es auch mit einem Boschenpinsel komplett entfernen, wenn man es mit Benzin abwäscht. Wenn es noch nicht genug ist, kann man jederzeit ein zweites Mal drüber gehen. Also das ist eine Methode, die viele Fehler verzeiht und funktioniert auch hervorragend für die Alterung von Fahrzeugmodellen. Da mache ich es genauso. Beim Gesicht gehe ich immer ein bisschen noch mit dem Boschenpinsel rein. Vor allem in den Augenhöhlen will ich natürlich, dass die Ölfarbe wieder rauskommt. Wir haben ja uns doch große Mühe gegeben, die Augen zu malen. Da möchte ich auch, dass sie sichtbar sind. Um den Schatteneffekt noch ein bisschen abzurunden, werden die Figuren zum Schluss nochmal mit ein bisschen beiger Ölfarbe und einem ganz weichen Flachpinsel trocken gemalt. Dann ja, sieht man die ganzen Falten und so noch deutlicher aufblitzen. Außerdem gibt es den Figuren auch ein leicht verstaubtes Aussehen. Mit den Ölfarben kann man einen sehr weichen Übergang erzeugen, also ideal hier für die Highlights an den Figuren. Wie ich meine Figuren bemal, ist sicherlich nicht preisverdächtig, aber ich denke, es ist effizient, es macht Spaß, das Ergebnis ist okay. Und viele, die sich vor Figuren scheuen, denke ich mal, haben jetzt gesehen, wie es funktionieren kann, dass nicht so viel dabei ist, dass man sich einfach nur überwinden muss und einfach mal anfangen muss. Und ich hoffe, dass mein Video genau solche Leute ermutigt. Also gemessen am geringen Aufwand sind die Figuren, finde ich, schon ziemlich gut geworden. Meiner Meinung nach ist das entscheidende Element das Wash am Schluss, Ölfarben, Feuerzeugbenzin und das dann wieder abrubbeln. Das ist, glaube ich, der Moment, wo die Figuren wirklich gut werden und denen auch Leben eingehaucht wird. Also ich würde mich freuen, wenn ihr es mal ausprobiert und wenn ihr mir auch Bescheid gebt, wie ihr damit so zurechtkommt. Das wäre ziemlich spannend und würde mich sehr interessieren. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Im nächsten Teil vom Baubericht geht es dann weiter mit dem Halbkettenfahrzeug. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.